Hallo allerseits. Heute mache ich wieder ein kleines, feines, kreatives Projekt. Und zwar haben mir die Hühnchen vom letzten Mal so gut gefallen, dass ich dachte, ich mache noch mal ein paar andere Tiere. Und welche Tiere würden sich da besser eignen für mich als Katzen? Wer es noch nicht wusste, ich habe 2 Kater. Und bevor wir aber mit dem Aquarell anfangen, zeige ich euch einmal mit einem Bleistift, wie ich die Katzen male. So, und egal welche Position, wir starten immer mit einem Kegel, und zwar mit runden Ecken. Und das ist der Körper. Dann kommt ein Oval obendrauf. Das ist der Kopf. Dann noch 2 Dreiecke, 2 Augen, eine Nase und ein Schwanz. Da nehme ich gerne die Form entweder von einem Fragezeichen oder von einem S. So. Und fertig ist die Katze. Ich werde die Katzen in verschiedenen Positionen malen, aber die Grundformen bleiben immer die gleichen. Und los geht's! Wenn ich Tiere male, nutze ich gerne granulierende Farben, einfach weil die Strukturen dadurch Gefieder oder auch Fell so schön wiedergeben. Und deswegen mache ich das auch hier. Und ich starte mal mit so einem schönen grau-lila Ton und male jetzt hier meinen Kegel. Gebe ordentlich Farbe dazu. Ich glaube, ich hätte gerne noch ein bisschen rosa vielleicht mit dabei. Mal gucken. Genau, also die Farben sind jetzt nicht unbedingt authentische Katzenfellfarben, wie ihr wahrscheinlich schon gerade bemerkt. Das ist dann die künstlerische Freiheit, die ich mir hier erlaube. Und hier oben kommt ja noch der, nicht Kreis, sondern das Oval hin, also ein bisschen ein breiter Kreis. So, und dann könnt ihr das entweder so lassen, wenn euch das gefällt. Oder ihr spielt noch ein bisschen rum. Ich glaube, der Katze gebe ich hier auch mal ein paar dunkle Ohren. Ich werde nachher noch mit einem Fineliner malen und bei manchen Katzen benutze ich den Fineliner auch für die Ohren. Da kann man also auch kreativ werden, wie man möchte. So. Und ich glaube, ich nehme hier unten noch ein bisschen was raus. Das ist sehr, sehr viel Wasser. Gut, und als Schwanz wird das, glaube ich, hier ein schöner pinker Schwanz. Also ein gestrecktes Fragezeichen ist das hier. Ein bisschen dick hier oben. So. Okay, das lassen wir trocknen. Ich glaube, ich nehme hier oben noch ein bisschen Farbe raus. Und dann gehen wir weiter zur Katze Nummer 2. Katze Nummer 2, habe ich mir gedacht, die streckt sich ordentlich. Und dafür fangen wir wieder mit dem Kegel an. Ich mache den jetzt nicht ganz so extrem, weil sonst ist es eine ziemlich dicke Katze. Also hier wieder mein Kegel. Ordentlich Farbe drauf. Und dann wird das vielleicht so ein bisschen so Siam-mäßig, also mit dunklerem Kopf vielleicht. Mal gucken. Also hier wieder oval. Das verschwimmt alles miteinander, das ist gar kein Problem. Dann nachher richtig schick aus. So. Einmal das Oval. Und dann, ich glaube, hier muss ich noch mal ein bisschen Wasser rausnehmen. So. Und dann kommen die Beine. Und da mache ich, was ist das, so ein weiches V. Und die fange ich hier hinten an. Und dann gehen die so im Bogen nach vorne. So. Das mache ich einfach zweimal. Dann streckt die sich so schön. Und hier vorne mache ich das gleiche mit den Vordertatzen. Also auch so ein... Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff weiches V was anfangen könnt. Aber ihr seht ja, was ich hier mache, ne? Genau, also das ist hier. Oh.
So. Das ist ein bisschen größer und länger. Also probiert euch da auch aus. Das kommt auch mit der Zeit dann. So, und jetzt noch einen schönen Katzenschwanz. Und diesmal mache ich den aber in die andere Richtung. Und also ein schönes S. Könnt es auch einmal vorzeichnen, wenn ihr euch nicht so sicher seid, und dann nachgehen. So. So, ist das schön. Sehr schön. Hier, der Kopf hat sich ein bisschen verabschiedet, da gehe ich aber nochmal hin. Und ich mache den ein bisschen heller, weil ich nachher sonst mit meinem schwarzen Fineliner schlecht die Augen sehen kann. Also ich könnte natürlich auch einen weißen Gelpen nehmen, aber ich habe festgestellt, dann sehen die Katzen schon ein bisschen, also schon interessant aus. Mal gucken. Nächste Katze. Die nächste Katze wird schön so orange, rot, lila vielleicht. Und ich fange wieder mal mit meinem Kegel an. Und diesmal schläft sie. Und ich mache das, glaube ich, in die Richtung. Also diesmal gucke ich mal, dass der ein bisschen breiter ist, der Kegel. Und hier unten eher glatt aufhört. Also das ist ja der Boden, die liegt ja auf dem Boden. Das heißt, da können wir jetzt keine Delle reinmachen. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus. Und dann kommt da hier schön die Farbe drauf. Vielleicht lasse ich auch einmal ein bisschen weiß, dann hat die so Flecken. Da war ich jetzt ein bisschen spät dran mit dem Gedanken. Ich könnte mal gucken, ob ich das hier noch irgendwie so ein bisschen... Oh, so vielleicht, ja. Und dann, aber das ist ein bisschen klein. Mal gucken. So, und dann kommt wieder, wie immer, das Oval hier unten. Das ist der Kopf. Und auch da gucke ich, dass hier unten eine Linie ist. Einfach, weil der Kopf ja auch auf dem Boden liegt. So. Das sieht doch schick aus. Sehr schick. So, und bei der habe ich jetzt kein Ohr mehr gemalt. Deswegen male ich, glaube ich, bei der hier aber ein Ohr. Ich glaube, ich will noch ein bisschen braun haben. Gucken. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu viele Farben nehme. Aber wie gesagt, es ist eine großartige Spielerei. Also, wenn ihr Lust drauf habt, dann probiert euch aus. Und ich nehme mal hier dieses Braun. Male damit mein Katzenohr. Ich finde das ja so großartig, wie die Farbe sich so schön vermischt. So. Oh, und einen Schwanz brauche ich auch noch. Einen Schwanz brauche ich auch noch. Also hier, das meine ich mal ein bisschen runder. Das ist ja hier. So, und dann ziehe ich hier unten mal den Schwanz entlang. Schön, schön. Okay. Und letzte Katze. Bei der letzten Katze greife ich nochmal hier tief in den Farbtopf. Das wird nämlich eine blaue. Da gucke ich, dass ich den Kegel wieder nicht zu groß unten mache, sonst wird das eine ziemlich dicke Katze. Und hier verteile einmal die Farbe. Und ich merke, ich werde immer kleiner. Ne? Ich glaube, ich mache die Katze mal ein bisschen größer. Also, ich habe hier ja schon ordentlich viel Papier. Das könnte ich schon auch nutzen. Deswegen ziehe ich die mal ein bisschen, in die Größe. So. Okay, und dann, ich nehme mal, was nehme ich? Das hier, so einen blauen Kopf. Also wieder, was kommt als nächstes? Oval. Wow, das ist schon echt ein hartes, ein hartes Blau. Vielleicht nehme ich doch ein bisschen anderes. Was ist das hier? Ich nehme mal dich hier. Also Oval. Irgendwas zwischen Oval und Kreis. So. Müssen wir gleich nochmal nachgehen. Und die Beinchen. Dann machen wir wieder diese, was habe ich gesagt, weichen Vs. Oh, ich sehe gerade, man hat die gar nicht gesehen, die Beine, ne? So, jetzt seht ihr die.
Und jetzt gibt es noch einen Schwanz. Mache ich hier wieder ein Fragezeichen. Okay, dann gucke ich, dass der hier auch beim Rücken ankommt. So, und jetzt gucke ich nochmal, dass ich den Kopf nochmal ordentlich mache hier. So. Die Beine hier vorne sind ein bisschen dick geworden. Egal. Okay. Für die Details nutze ich einmal einen weißen Gelpen für die Details auf dunkler Farbe und einen schwarzen Fineliner für die Details auf hellerer Farbe. Und dann geht's mal los. Und da könnt ihr euch jetzt völlig frei austoben. Ich fange mal gerne mit dem Gesicht an. Und dann bekommt die Katze einfach mal 2 Augen, eine Nase, also ein Dreieck und ein Lächeln. So, was mache ich dann? Schnurrbarthaare. Okay, und jetzt nehme ich, glaube ich, mal hier meinen weißen und mach mal so, was sind das hier, so Dreiecke? Also diese getigerten Katzen sehen auch nicht in real so aus, aber darum geht es ja jetzt nicht. So, da mache ich, glaube ich, noch so. Also hier kann man sich jetzt richtig schön austoben. Schwarz, weiß, wie auch immer. Und ich glaube, die Beinchen mache ich wieder schwarz. So. Und hier könnte ich jetzt, was mache ich da? Vielleicht auch einfach Striche. So. Und fertig ist die erste Katze. Katze Nummer 2. Also wieder Auge, Auge, Nase und Mund. Und diesmal male ich die Ohren. Die habe ich ja nicht mit Aquarell gemalt. So. Und dann, Schnurrbarthaare sind auch nicht verkehrt. Dann nehme ich, glaube ich, wieder hier mein Weiß und mache mal so ein paar Streifen. Streifen am Schwanz. So, spätestens jetzt ist es keine siamesische Katze mehr, aber das ist ja egal. Und hier mache ich, glaube ich, auch mal so. Dann vielleicht hier noch für die Pfötchen. Ah, das sieht doch süß aus. Ja. Katze Nummer 2. Katze Nummer 3 ist ein gutes Beispiel dafür, warum man erst die Farbe komplett trocknen lassen sollte, bevor man mit den Details anfängt. Sonst verwischt man sich nämlich hier die Farbe. Eins meiner liebsten Hobbys. So, aber das ist gar nicht so verkehrt. Das sieht nachher alles schick aus. Und da starte ich jetzt auch mal mit den Ohren. Da male ich jetzt einfach mal nur hier schwarz rein. Und dann würde ich sagen, ich überlege, ich glaube, ich gebe der weiße Flecken. Und ein weißer Fleck ist nämlich da, wo das Auge ist. Ich male das jetzt einfach mal. Ja, ich hoffe, ich versaue es mir jetzt nicht komplett. Mal gucken. So, vielleicht geht das noch hier so hoch. Jetzt einfach mal so ein Kuhfleck dahin. Da kommt nachher noch das Auge hin. Und dann male ich hier mal mir überall noch so kleine weiße Flecken hin. Also wie gesagt, da kann man einfach richtig schön sich kreativ austoben. Einfach mal so 8 Katzen malen. Und jede kriegt eine andere Farbe und ein anderes Muster. So. Ich glaube, ich male um die Flecken nochmal
schwarz drumherum, damit ich noch ein bisschen mehr Kontur bekomme. Also das ist, ich auch meine, das sind meine ersten Versuche, ne? Ich übe das dann nicht vorher 1000-mal. Deswegen hat es auch ein bisschen die Chance zum Scheitern. Aber das ist ja vielleicht auch das Interessante, dass ihr jetzt hier keine wunderbar vorproduzierte Kunststunde kriegt. So, genau, ich gehe da nochmal mit Schwarz. Ja, genau, ich gehe da mit Schwarz drumherum. Dann sieht man das auch ordentlich. So. Und hier noch. Man sollte auch warten, bis die Farbe komplett trocken ist, weil sonst der Feinliner auch irgendwann nicht mehr möchte. So. Okay, und jetzt kommt ja das Auge und die schläft ja. Also machen wir mal geschlossene Augen. Ah ja, das sieht doch ganz süß aus, finde ich. So, dann kommt hier noch die Nase hin. Und ein zufriedenes Kätzchen. Schnurrbarthaare. Und ich glaube, hier kommt auch noch ein bisschen Weiß hin. So, hier. Dann gibt es einfach noch ein paar Striche fürs Fell. So. Ach, das ist doch niedlich. Eine kleine Kuhkatze. Und auch die letzte Katze ist ein gutes Beispiel dafür, warum man die Farbe trocknen lassen sollte, wie man hier schön am Schwanz erkennen kann. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache jetzt nochmal was anderes. Und zwar gehe ich hier nochmal mit dunklerer Farbe drauf und mache damit einfach nochmal so Striche. Das sieht doch auch schick aus. Gerade da, wo es einfach heller ist, ne? Und dann vielleicht hier oben auch noch. So vielleicht. So. So. Und jetzt, ich lerne ja nicht, deswegen male ich jetzt einfach weiter und lasse es nicht trocknen vorher. Das würde ich euch nicht raten. Und jetzt kommen hier noch die Ohren hin. Und das Auge, zweites Auge, Nase. Und ich glaube, der ist so ein bisschen nicht so begeistert. So. Und den Rest, weiß oder schwarz. Ich glaube, ich bleibe mal bei schwarz. Ich bleibe mal bei schwarz. Vielleicht einfach noch so Striche. Also man kann den natürlich auch einfach direkt so lassen, ne? Aber wenn ich mal anfange, dann kann ich auch irgendwie nicht mehr so ganz aufhören. So. Ah, Schnurrbarthaare. So. Und fertig sind meine Katzen. Und so könnte ein Ergebnis zum Beispiel aussehen. Ich habe jetzt einfach mal verschiedene Katzen gemalt für eine kleine Geburtstagskarte. Aber da seid ihr natürlich komplett frei, wofür ihr die Motive nutzen wollt. Und ich finde, die sieht doch richtig schick aus. Und das war's. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen. Habt euch vielleicht inspiriert gefühlt, ein paar kleine Kätzchen selber zu malen. Und dann wünsche ich frohes Malen.